Es gibt einen Unterschied zwischen einem Erlebnis und einer Erfahrung. Wir fragen uns manchmal, warum Menschen sich verändern können, also warum es manche Erlebnisse oder Erfahrungen eigentlich einen Impact haben, dass sie wie so tief verinnerlicht werden und warum manche nicht. Und wir haben ein ganz gutes Beispiel dafür, weil uns begleitet das auch in unserer Arbeit mit Menschen und im Satsang, dass viele das Einssein erleben oder Erfahrungen gesammelt haben, die aber nicht bleiben oder nichts verändern, also nicht tatsächlich integriert werden oder tatsächlich was bewegen. Ja, oder wie so weitergehen. Ja? Ne? Eigentlich ist eine Veränderung ist etwas, da geht was in Gang, also der Stein oder die Welle schlägt einen kleinen Kreis und der Kreis geht immer weiter und weiter und weiter. Und manchmal macht es das nicht. Genau. Ne? Also es ist wie das stoppt. Ja, es geht wie so durch und es passiert keine tatsächliche Veränderung. Also es passiert nicht das verkörperte Erwachen oder irgendwas geht in Bewegung. Und wir wollen euch das mal aufzeigen, was uns in den Jahren, wo wir mit Menschen arbeiten, aufgefallen ist. Und da haben wir ein ganz gutes Beispiel dafür. Im Moment sind wir in den USA und sind jetzt gerade im Yosemite Nationalpark und waren vorher im Sequoia Nationalpark. Und vor 40 Jahren bin ich im Sequoia Nationalpark auch schon mal gewesen und habe die Mammutbäume gesehen. Habe sie gesehen, abgehakt und bin wie so weitergefahren zum nächsten Nationalpark und so. Und es hat mich nicht verändert. Es war nichts, was mich tief bewegt hat oder eine andere Richtung gemacht hat. Ne? Es sind ja auch eigentlich nur Mammutbäume, könnte man sagen. Ne? Und wir waren jetzt dieses Jahr wieder im Sequoia Nationalpark und uns haben die Mammutbäume umgehauen. Das ist so eine Power, so eine Kraft und Stille, die ausstrahlen, die wir jetzt mit unserem Sein ganz anders erlebt haben. Da ist wie so eine Synchronisation passiert, halt auch zwischen der Stille von dem Baum und der Stille in uns. Das hat was bewegt. Es war ein Erleben. Also wir nennen das halt ein Erleben. Und vor 40 Jahren ist es eine Erfahrung gewesen. Und da finde ich das Wort halt auch noch so cool. Erfahrung, könnte man sagen, das kommt wie von fahrig, also so schnell drüber. Und wir gehen oft so auch auf unserem spirituellen Weg, gehen wir so auf der Suche nach Erfahrungen. Aber schlussendlich bringen die uns nichts, weil die immer wieder einfach nur so an der Oberfläche. Ja, so an der Oberfläche. Ne? Die gehen nicht so in die Tiefe. Ja, ne, du kannst nicht berührt werden, ne? Ja, von dem. Genau, ja. Das, was wir jetzt erlebt haben, ist wirklich so tief hier drin. Also tief in mir konnte ich diese Stille spüren und diese Power, Lebendigkeit, diese wahnsinnige Erfahrung der Bäume ist wie in einem spürbar, das ist in mir drin spürbar, weil ich das vielleicht wie jetzt zulassen kann oder ja. Ja, man wird wie so berührt davon. Ja, ne? Als ob das... Und das Berühren bringt irgendwas in dir Bewegung. Also deshalb ist es so wie so eine Synchronisation. Ja. Also das Leben erlebst du und durch das Erleben passiert tatsächlich was. Ne? Also diese Unendlichkeit von den Bäumen oder diese Unsterblichkeit, die in diesen Bäumen drin ist, die können nur, im Moment weiß man davon nur, dass die sterben können durch Blitzeinschlag, Abholzung oder Feuer. Es gibt sonst keinen Schädling, der einen Mammutbaum zum Sterben bringt. Und diese
Stille und Unsterblichkeit, die ist wie spürbar. Die ist spürbar, weil wir das natürlich schon selber erfahren haben, diese Stille und Unsterblichkeit in uns. Und wenn wir in Kontakt mit etwas kommen, was diese Unsterblichkeit spiegelt, dann passiert was. Also es passiert wie so ein Erleben. Du erlebst den Baum, der Baum erlebt dich. Und das klingt jetzt für manche vielleicht abgehoben, aber genau da ist der Unterschied. Satsang zum Beispiel tatsächlich zu erleben, transformiert. Satsang als Erfahrung ist einfach ein oberflächliches Gesammle von Wissen und irgendwelchen... Das ist wie so ein Unterschied, ob man beim Satsang einfach zuhört und merkt, oh, das klingt ja cool, Ja. oder ob man es wirklich hier drin erfährt, dass das stimmt. Es ist so wichtig, die Einheit wirklich zu erleben. Und der Baum und ich ist eins. Und das können wir fühlen, wenn wir das zulassen können, wenn wir diese Tiefe in uns haben, dann können wir die Tiefe von dem Baum erfahren. Und der Baum ist so viele 1000 Jahre alt, der hat so eine tiefe Weisheit, so eine Stille in sich. Die Steine hier, die da sind, die haben so viel erlebt, die haben so viel, könnte man sagen, Wissen gespeichert in sich. Und das ist aber nicht so ein Wissen, was wir so in der Schule gelernt haben, sondern so ein Wissen vom Leben, also Ja. wie das Leben funktioniert, die Aufs und Abs vom Leben, die Lebendigkeit vom Leben, das, was hier schon alles passiert ist, das ist gespeichert. Und damit zu connecten, ist einfach, wenn wir die Einheit wie so zulassen können, zu erfahren, in uns und mit allem, was passiert. Ja, und bei den Mammutbäumen waren auch so buddhistische Mönche, die sich auch so verneigt haben vor dem Baum und eigentlich wie so auch in Ehrfurcht da gestanden sind. Viele Touristen machen halt einfach ein Foto, stellen sich davor und wie gesagt, einfach machen das einfach als Erfahrung und gehen einfach zum nächsten Baum, nächsten Baum. Aber eigentlich steht da was Heiliges. Es steht da was, wo unendlich ist, also wo die Unendlichkeit und diese Unsterblichkeit tatsächlich da ist, also im Außen da ist. Und wenn du wartest, wenn du da tiefer gehst und stiller wirst und immer mehr mit der Stille mitschwingst von den Bäumen, heilst du. Also da passiert ein Heilen mit dem Heilsein vom Baum. Und die Tiefe, das haben auch die Mönche erlebt. Und die meisten nehmen das einfach als Erfahrung aber nur in der Tiefe kannst du das eigentlich erfahren oder erleben, was wir teilen. Und in der Tiefe ist die Veränderung möglich, nach der wir uns so sehnen. Nicht in der Oberflächlichkeit. In der Tiefe passiert so ein Aufatmen und so ein... Plötzlich erkennst du, was vielleicht wichtig ist oder unwichtig ist. Ne? Ja, So. oder dieses Auflösen ins Ganze, Ja. ne? Diese Einheit. Also, ja, wir suchen eigentlich nach der Einheit. Wir wollen die erleben. Wir wollen leben, die Einheit leben lassen. Ja. Und deshalb erleben wir jetzt beide, Pratibha war schon in Amerika gewesen. Vor und 30 Jahren oder so. und wir erleben wirklich das neu. Und es ist komplett anders. Also es vibriert in uns. Jedes Land eigentlich, wo wir bereisen, ist neu. Deshalb haben wir auch das Gefühl, jedes Land macht was mit uns, weil das so tief, weil
kann es nur sagen, so tief in mir drin fühle, wie sich das hier anfühlt, wie das hier ist. Das ist wie so, ich lasse das rein in mich, das ist in mir drin fühlbar. Und das bewegt was in mir und verändert was in mir. Und da kommen manchmal ganz coole Erkenntnisse, ganz coole Ideen daraus. Ich merke das körperlich, dass sich was verändert, dass eine Leichtigkeit kommt oder in manchen Ländern eine Schwere. Es ist so in Einheit, also wie so in Einheit mit dem, was gerade da ist. Egal welches Land oder welche Menschen da sind, welcher Ort. Jeder Ort fühlt sich anders an. Ja. Wir waren noch in L.A., da hat es sich auch ganz anders angefühlt als vielleicht in Las Vegas. Also alles fühlt sich anders an. Und hier erleben wir es halt auch ganz stark mit der Natur. Und das ist was, wo ich finde, dass wir alle sehen uns danach, das Leben zu verstehen. Und wir wollen das Leben verstehen mit dem Denken. Also wir lesen Bücher, wir haben in der Schule ganz viel gelernt. Wir lernen von den Erfahrungen von anderen. Aber das ist nur so die Oberfläche vom Leben. Das Leben hat so eine Tiefe. Und diese Tiefe, die ist im Leben. Nur erlebbar. Ja. Ne? Ja. Deshalb leb nicht in Erfahrungen, dass du einfach ein Leben lebst und einfach Erfahrungen sammelst, sondern erlebe tatsächlich das Leben. Deshalb ist es eigentlich ein schönes Wort, diesen Erlebe. Also dass du gehst in Kommunion mit dem Leben, du lebst das Leben und dann wirst du wie erfüllt leben, also du wirst voll mit allem leben und du kannst genauso dasselbe Leben leben, du kannst dasselbe Geld haben, du kannst dieselben Kinder haben oder Erfolg im Geschäft haben und so und das kann alles fahrig sein, das kann alles an der Oberfläche sein, dich gar nicht wirklich berühren. Such das, was dich berührt und du wie so tiefer gehen kannst, dass du plötzlich merkst, es liegt an mir, berührt zu werden von der Welt. Es liegt an mir, tiefer zu gehen, wirklich das Leben zu erleben, andere Menschen wirklich rankommen zu lassen und zu erleben. Also erleben nicht als Erfahrung zu sehen, sondern das Leben wirklich in der Tiefe zu leben. Ja, das gibt doch so eine Verbindung, also dieses Erleben, also das Leben in eins mit dem Leben zu leben, also mit allem zu leben, das gibt eine Verbindung und das ist auch mit Menschen eine andere Verbindung, also nicht diese oberflächliche Verbindung, wo wir uns erzählen, wie es uns geht oder wie wir heißen und wer wir sind, sondern es gibt so eine viel tiefere Ebene, wo wir das fühlen, dass der andere lebt und das gleiche Leben hat, also diese gleiche Lebendigkeit fühlt, wie in mir ist. Und das ist die Verbindung und die ist nonverbal und viel tiefer und viel erfüllender auch als das Oberflächliche. Ja. Und das ist manchmal auch so schön zu merken, ich kann mit allem verbunden sein, egal ob ich mit denen reden kann oder nicht, ob ich was Cooles sage oder nicht, sondern ja, ich bin verbunden. Schön. Ja. Ganz schön. Hoffen, wir haben dich ein bisschen inspirieren können. Ja. Da vielleicht auch mal so tiefer zu gehen und bei dir zu schauen, wie du dich vielleicht mehr zum Leben hinwenden kannst, als Erfahrungen zu sammeln. Würden wir dir ganz fest wünschen. Ja, du kannst uns gerne drunter schreiben, wenn du solche Erfahrungen machst oder wenn du das erlebst. Ja. Tschüss. Tschüss, alles Liebe. Alles Liebe von uns.